3 Tage im Adidas Headquarter. Being here on a summer camp. Oh my god, that was one of one. I did not cheat once. Predator. Mal die Kamera weg. Das sieht auch clean aus. Jacuzzi. Taco Tuesday. Jetzt heißt es. Hast du noch nie sowas gehabt, oder? I'm like a puppet for them really. If they want me to do a celebration, I'll do it. Moin moin. Geil, ich habe so Bock drauf gehabt, in das Bett reinzuspringen. Hallo Freunde. Ich bin hier am Adidas Campus, wie ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Ich gebe euch morgen gebe ich euch eine Roomtour von dem Ganzen, weil ich muss mich jetzt tatsächlich ein bisschen beeilen, weil jetzt gibt es Abendessen und wir sehen die ganzen Leute zum ersten Mal, beziehungsweise ich sehe die ganzen Leute zum ersten Mal. Keine Ahnung, will da eigentlich nicht dann direkt so zu spät kommen. Ab die Luzi. Also das ist meine Unterkunft, also da oben in der Dreier. Da bin ich drin, aber ich zeige euch, wie gesagt, alles morgen mal bei Tageslicht, weil es, glaube ich, für euch dann auch angenehmer ist zum Anschauen oder schöner ist zum Anschauen. Welcome to World of Predator. Digga, sieht so nice aus hier. Hier im Sommer ein bisschen chillen, würde ich mich sehen. Aber ich habe euch noch gar nicht gesagt, warum ich überhaupt hier bin. Also ich bin von Adidas eingeladen worden, weil es so ein Adidas Predator Event ist, also vom neuen Predator, der mittlerweile heraus ist, wenn ihr das Video seht. Genau, sind wir 3 Tage hier am Campus, ist ein bisschen was geboten und ich nehme mich mit. Ich glaube da hinten, der Fahrer mit Licht. Ich glaube, da kommt Leon gerade. Junge! Oh mein Gott! Was geht, Alter? Was hast du, was ist bei dir? Ich bin so schnell hergefahren, ey. Ja, so viel. Ah, perfekt, ich habe noch 2 Minuten. Ich dachte schon, ich bin zu spät. Aber ich habe gerade noch mit Leon gequatscht, den ihr ja vom Adidas Archivvideo alle kennt. Und jetzt geht's auch mal rein zum Essen. Ich werde jetzt da, glaube ich, auch mal vortigern und was essen. Ich habe mir so ein Brett zusammengestellt. Voll geil. Es ist vorne am Buffet mal weniger los, deswegen zeige ich es euch jetzt nochmal. Ich will so ein bisschen so eine amerikanische Ecke, so ein paar frittierte Sachen und so. Salat. Noch ein paar Toppings für den Salat. Und daher so Nachspeise und so Pudding und sowas. Daher vorne vom Hauptgang so ein paar Sachen. Aber ich hole mir jetzt hier vorne dann noch Joghurt und ein bisschen Obst. Jetzt ziehen wir da jetzt gerade das Zeug mal rein. Das ist so geil. Ich schwöre euch, ich fahre am Mittwoch nicht heim, ich bleibe länger hier. Und Leon, falls du das Video reinziehst, an der Stelle mal Grüße an dich. Während ich hier gerade den Nachtisch genieße, denke ich an dich. Jetzt wird gerade eine Anzeige gemacht, also anscheinend gibt es irgendeinen Quiz oder so. I don't know. Also sehen wir so ein Predator Quiz, man hat immer 30 Sekunden Zeit. Wir sind zwischen Team aus mit Nelson und mit Jakub. Jakub ist von 11 Teams aus der Tschechei. Also nicht wundern, wenn wir mal auf Englisch reden oder so. Adidas has collaborated Whoa! popular culture. Slow down, you are too fast. You have 30 seconds, huh? It's just a tactic. Okay, sorry. Okay? Yes, with these emojis. Die Italiener haben uns beim Cheaten erwischt. Guys, we need to work together as a team. Pace? I don't know. Ball. Runde 4, Was it A, the wir holen ball uns den Sieg. was? Was it B, Schwör, the wir kacken precision so stroke? One down, 24 to go. Just 1 point or 2? Question number 3. Sorry. What was the distinguished feature of the early Adidas boots? How many points for the second one? Just 1 or 2? 2. 1 point. Always 1 point. Yes. We cheated on the previous question, but we still managed to mess up. It was in 1998. Also jeder ist sich einig, dass es falsch ist, weil jeder hat gecheatet und jeder weiß, dass die richtige Antwort We don't have money for bars, Predator okay? Mania 2002 war. We used the VAR. It was not in A in 1998. It was in C 2002. Sometimes the VAR. Come on! Good, huh? I've never seen it work well, but. Come on! 15, 16, 17. Hätten wir das Quiz gewonnen oder würden wir es gewinnen, würde jeder von uns einfach so einen originalen Champions League Ball bekommen. Ich glaube, wir haben nichts verkackt. Shit, how many points? How many? Quick question. 32. I don't want to offend anybody, but we can't read what this name is. 40. No, we have 40 points. 40 points. I'm gonna start with the last one, okay? So, last one had 23 points. It is the 11 teams. Who
einfach letzter. And the winner, Er ist erster. who's left? Congratulations. Cheers, guys! To enjoy the evening, to enjoy the night, and we see each other. Also nachdem wir im Quiz so mies verkackt haben, ist Schlafen gehen jetzt eigentlich nur noch, die einzige Option. Aber es sieht, ich muss euch noch mal zeigen, es sieht so clean aus alles. Aber ja, also wird wahrscheinlich oft vorkommen, dass im Video Englisch gesprochen wird. Einfach aus dem Grund, weil die Leute aus den USA, irgendwo aus Asien, Italien, Spanien und so weiter und so fort herkommen. Dann kannst du nur Englisch sprechen. Aber ich glaube, für euch sollte das kein Stress sein. Herr Nachbar! Ja. Wann morgen Frühstück? Bis wann ist denn morgen Frühstück? Keine Ahnung, Jakob und ich gehen um 8 Uhr. Ja, geht Das ist dir zu früh, gell? Ja, Mann. 8 o'clock is too early for him. Too early. It's too early for him. The big boy needs some sleep. Oh. 8:15. 8:15? Yeah, 8:15. See you tomorrow. It's fine. Moin moin, Tag 2 steht an. Den brauche ich jetzt dann erstmal. Wir sind gerade in so einem Bootroom und uns werden die ganzen Predator über die Jahre gezeigt. Keine Ahnung, von wem das Autogramm ist. Remember? My coach. Yeah, but I never had one. I always wanted one, but my parents said Yeah, no, expensive no, stuff. you don't need it, you don't need it. Come on, and I was like a little kid, you know, please. My performance. One of the best I need to drag it because I'm a pro. When myself and Chris did the archive project with Adidas, this was given to us as a gift. That was one of one, the only one. Chris got one with his logo on it, so that's very, very special. Auch mal wieder kurz einen Michael Jackson machen. Das war auch so ein geiler Schuh, also auch rein optisch. Sammy, falls du dir das Video anschaust, in dem würde ich dich sehen. Yeah, the highlight of our career so far, probably one of the best player ever live. Oh yeah, Xavi of Spain. He signed both boots. I forgot to bring mine's at home. He signed the left boot for me and he signed the right for Chris. Also wenn ich das vorher richtig verstanden habe, haben die Jungs das eigentlich alles selber gesammelt und irgendwann hat Adidas auch mal angefragt, ob die nicht einen Schuh zusammen machen wollen. Das war der Prototyp, dann das war so das erste Modell wahrscheinlich, das die Spieler zum Testen bekommen haben, so komplett in schwarz. Und das ist das Modell, das verkauft wurde. Und jetzt wissen wir auch, von wem die Unterschrift ist, und zwar von Xavi. Und das ist das Modell, das es nur zweimal gibt, also hier hinten mit dem Logo drauf und hier vorne steht genau der gleiche nochmal. Basically eigentlich genau das gleiche, nur mit dem anderen Logo nochmal drauf. Die Frage ist, wenn ihr euch einen Schuh davon aussuchen könntet, welchen würdet ihr euch ziehen? This place is unreal. The more I imagine, like, you know, being here on a summer camp, Yeah. and all the treatment you have, to, like swimming pool, Yeah. food and stuff, good bedrooms. You can put a bad performance there. Yeah. Playing a big tournament, chilling in the camp. Junge, es wäre so sick, so sick. Ein Fußballprofi muss man sein, wirklich. Und dann da einfach Leben genießen. Also ich bin jetzt schon froh, dass ich so als Content Creator hier bin. Aber stellt euch mal wirklich vor, ihr seid als Fußballer hier. Das ist nochmal ein ganz anderes Ding. Wir haben jetzt kurz 30 Minuten Pause, aber ich kann euch jetzt mal von draußen ein bisschen so zeigen. Also eine Roomtour, so kriegt ihr noch. Ja? Was ist los, Tiger? Geh mal die Kamera weg, Mann. Geh mal weg mit der Kamera. Ja, du kannst gleich, wenn ich zocke, die Kamera drauf halten, aber nicht jetzt. Also was ich sagen wollte ist, ich zeige euch die Unterkünfte, oder meine Unterkunft zeige ich euch nachher noch. Aber hier seht ihr von draußen schon mal ein bisschen so, ja, sieht einfach nice aus. Das sind so kleine Hütten und das ist eben auch das Camp, wo die Nationalmannschaft dann immer hier ist, oder wenn Arsenal mal bei Adidas ist und im Adidasler Stadion trainieren und so, also so trainingslagermäßig, sind auch immer alle hier, pennen hier, also schon sehr geil. Also nochmal Kuss an der Stelle, einfach danke für die Einladung, also ist echt sehr, sehr geil, weiß ich sehr zu schätzen. It kind of looks like the lounge is closed. Should be some opening. Should we ask if someone can open it? Yeah, maybe Patrick. Yeah. Do you know where he is, or did he say he will Somewhere come? there. He was staying there.
Ah, okay. Nur damit ihr mal so ein bisschen Überblick bekommt, wie groß das hier eigentlich ist. Also hier sind, glaube ich, wahrscheinlich 15 so Hütten, irgendwie sowas. Und in jeder Hütte sind halt dann 4 Zimmer. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie viele Leute das hier sind. Also nicht so viele. Deshalb auch nochmal, wie gesagt, weiß ich sehr, sehr zu schätzen, dass ich einer von denen sein darf. Ich habe selber keine Ahnung, wie ich hierher gekommen bin, aber ich nehme es dankend an. Also vielen Dank an der Stelle, wirklich. Da ich jetzt kurz Zeit habe, kann ich euch die Roomtour eigentlich jetzt gleich geben. Also so ein bisschen mal zeigen, wie das hier aussieht. Also hier kommt man rein, dann ist das so der erste Blick, hier ein Spiegel. Dann geht es hier rechts ins Bad, also kannst du auch zuschieben und so. Zack, da. Ist echt geil. Digga, mit der Regendusche gestern so Abend noch so berieseln. Oder ne, benieseln lassen, keine Ahnung wie man sagt. War auf jeden Fall geil. Dann kannst du hier ein fettes Bett. Ich habe wirklich, glaube ich, schon lange nicht mehr so gut geschlafen wie heute Nacht. I don't know, ob es am Bett lag oder weil ich K.O. war. Ich weiß es echt nicht, aber ich habe sehr gut geschlafen. Dann hier ein fetter Fernseher. Ja, hier so ein kleiner Loungebereich, sag ich mal. Dann da Klamotten. Die lagen tatsächlich vorher noch nicht da, als ich aus dem Zimmer raus bin. Liegen jetzt auf jeden Fall da, also wahrscheinlich für später. Und dann hier natürlich fette Fensterfront, also ich kann da mal aufmachen. Hier so, da drüben wohnt Nelson. Genau, und dann habt ihr hier so einen kleinen Überblick, also ich sehe da so raus, also nicht in die Mitte rein, aber ist nicht schlimm. Und wie gesagt, die fette Fensterfront, also wirklich sehr geil. Genau, das ist so meine Unterkunft, also wirklich 10 von 10. Boah, gerade Tür aufgemacht, wieder zum Runtergehen und die Sonne, die ballert da rein. Junge, ist das geil. Wow. Yes. Yes, baby. Also ich höre und sehe gerade absolut niemanden. Ah, jetzt hier. Ah gut, ich dachte schon, ich habe irgendwie wieder was verpennt. Oder was heißt wieder, ich dachte, ich habe was verpennt. Aber anscheinend nicht. Puh. Kommt aber bestimmt noch. Morning. Morning. Good morning. Einfach J-Mike, die Legende, ist auch da. Der hier so ein Kindheitsidol mit Freekick ist halt hier immer Unispot geballert. J-Mike, einfach so ein bekanntes Gesicht. Kenn ich doch. Hi, grüß dich. Hi, wie geht's? Servus. Gut und selbst? Ja, auch sehr gut. Ja, schön. To show you one of the ideas that our founder already had in 1969. Das wisst ihr alle schon. Das wisst ihr. That you can give more energy, more swerve, and more control to the ball. And he did that in 1969, so you used side lacing on that shoe. And you see he added a material here to the shoe. You see in that one way it's smooth. In the other way, it's almost ripping my glove. I'm still asking the question, what do you think that type of material is? Because I know that some of in here know it already. So those be quiet, please. Okay. So what do you think, what type of material could that be? Can I touch? No, not with, but I can give you gloves. If you want to touch it with gloves, then feel free to get on your gloves. What do you think? Something like scratch. Those who know it? I actually have no idea, but I think it's shark skin. Exactly, it was sharks. So back in the days, you see different materials in the You put the voice there. It was shark skin, of course, because at that time, of course, that they used natural materials because rubber was not used that much. And then a new idea in the 2010s came when you see the power swerve or the pulse. You see, of course, that in addition to having something on top for better ball control, they also added a weight in the front of the shoe to give more energy while you're kicking. The poles did it with like a weight that was in the front but stable. When you go to the power swerve, you see that part was added in here, and you see that so-called tungsten powder. So it was, of course, following the movement of the athlete. So when you were kicking, it was moving to the front. You see it here. And then when normal running, it was just in the middle, but when you wanted to kick, it gave more energy to your ball. From Adi Power, you see the influence of F50 beginning to happen on the Predator line. I think if you look at Adi Power also, you see a little bit in 11 Pro leather boots, and maybe not quite the identity as crystal clear as it was in there, but functionally very, very good football boots. 2014, coming off the back of an amazing performance World Cup, but also the domination of speed boots at that point. Like you saw the game that Messi was playing in F50 really begin to influence the self-confidence, I'd say, around Predator. And then the team at that point decided to pull Predator outside of the marketplace. Coincidentally, I joined football exactly here and wondered where Predator had gone. I was a bit surprised by it.
But so Predator came out and was replaced by Ace and X. So no leather boot and only a speed boot and a control boot, with the control boot not being Predator and the control boot being Ace. So this demon skin was a big innovation from us on how to have lightweight control zones by separating the pieces. So you had the function and the grip and the ball manipulation of Predator, but without the weight that can happen if you put the really big rubber control zones on. So this was very, very loved by pro players. The laced low cut of this is really one of the best Predators that we've had. I think if you've played in that, it was a really strong product. So moving from Mutator into Freak, there was then a big update into the Predator Edge. So if you look from a functional perspective, the biggest ball effect, so the most spin, the most swerve, the most ball manipulation, came from the significant amount of the control zones. So again, if you look at kind of direct parallels, it's very similar to what was happening in Lethal Zones, of trying to enhance the spin and enhance the tech and the technical storytelling. One thing that obviously comes with as a compromise is that the weight goes up. So here, the weight went up, but also the ball manipulation went up. So in terms of quantitative performance benefits, it was actually one of the best, but it was also maybe slightly heavier and slightly stiff. And obviously, what we're very excited about later on is to fill this box up and bring the Predator 24, that obviously I would say that, but I think from a performance perspective, it's probably the best football boot that we've ever built. Building a Predator, it's always really kind of balancing all of these different elements. And you'll talk to different professionals and they'll give you different feedback. Some love the effect of the rubber control zones, some find it too much. Some want the weight to really go down, some want the comfort to really go up. And finding that balance, that's essentially the fundamental challenge of building a Predator. I think probably the one that we've got the most right in exactly this generation, in the fold-over tongue version as well, that brings back some of that really romantic archive DNA in a high-performance setup. Ich muss schnell abkasten, es ist viel zu heiß. Die große Frage ist nur, was da reinkommt. Predator 24 ist noch leer, aber ihr seht ihn noch. Digga, ist so ein geiler Schuh, also wirklich. Das ist auch, Mann, Junge, geiler Schuh. Den würde ich gerne haben. Aber du hast quasi dafür jetzt wieder dein ganzes Archiv räumen dürfen, oder? Ist nicht das Ganze, wir haben ja 40.000 Produkte, ne? Also ich habe nur knapp 40 rausgeholt. Ja, nur mal ein paar Predator-Schachteln. Aber es ist auch für uns was Besonderes, quasi so viele Predators dann rauszuholen und wirklich die komplette Historie der Predators zu zeigen. In dieser Fülle haben wir so in Showcases auch noch nie gemacht. Ja. Das ist wirklich das erste Mal, dass wir das gemacht haben für die 30 Jahre Anniversary, was auch schon ein besonderes Anniversary ist. Ja, also ist schon schön angerichtet. Also ich habe vorher gerade mit Sandra vom Archiv noch geredet und meinte auch, dass ich nie... What? We didn't have time to be here. To be here? Yeah. No time? He sent us Did he say just right over there. go right through? Hat gerade mit Sandra vom Archiv geredet und meinte, ich war echt nie so der Predator-Fan oder die letzten Jahre. Aber ich muss sagen, der jetzt wieder rausgekommen ist, den Bellingham und so zockt, boah, Bruder, also wirklich, der da hinten. Oder auch der. Ich muss sagen, den finde ich schon wieder sehr geil und den zocken wir später, glaube ich, auch ein bisschen. Oder den ganz neuen, I don't know. Aber da freue ich mich drauf, weil der taugt mir. Was war das Ding fast umgerannt? Ja doch, also ich sag ehrlich, ich finde der ist auch wieder schmittig so. Das ist so ein Mix aus Control Boot und Speed Boot irgendwie. Ich weiß nicht, ob das offiziell von Adidas Seiten so betitelt wurde, aber ich betitel das jetzt mal so. Gibt mir zumindest so das Feeling. Ja, der ist schon geil, also wirklich. Eigentlich bin ich ein riesen F50-Fan und deswegen auch mehr der Fan vom X von Adidas. Aber ich muss sagen, so, das ist das Unangenehmste, wenn du kurz mal TikTok öffnest oder so, und dann übel laut. Genau, aber was ich sagen wollte, ich finde den neuen Predator so geil, also der taugt mir. Bin gespannt, wie der performt oder wie ich den dann am Fuß finde. Aber da könnte ich mir echt vorstellen, den zu zocken. Also keine Ahnung, wo es jetzt weitergeht. Wir haben noch keine Pause. Jetzt irgendwie da rein. Aber ich habe keine Ahnung, was da drin auf uns wartet. Da habe ich nur gesehen, dass so ein paar Klamotten und so da schon aufgelistet sind oder aufgereiht sind. Aber ich weiß nicht, was da abgeht. Da hinten werden T-Shirts bedruckt. Boah, das ist so geil, wenn wir uns eins bedrucken könnten. Also ich hoffe, ich denke schon. We're gonna customize our own little one-of-one jersey. So go crazy, cut them off,
Shop and screw it however you feel and come out with a 101. Also wir können jetzt wirklich da entweder ein T-Shirt oder so ein Trikot aussuchen und können es dann davor beflocken davon. Bin kein Trikot-Fan. So, kommt schon ein bisschen geiler auf. Im Endeffekt sieht eben alles geil aus. Ja. Also ich ziehe mir das jetzt, also so ein Baumwollurteil, weil so ein Trikot kannst du da nicht immer rocken. Und das kannst du so vielleicht auch mal fetzen. Und im Endeffekt können wir jetzt da hier überall die Sachen rauspicken und können die dann aufs T-Shirt draufdrucken. Also einfach mal schauen, was da so geht. Also ich zeige euch meins mal kurz, wie ich es machen werde. Also quasi das vorne so drauf und dann das hinten so. Oder vielleicht nehme ich da noch einen kleineren. I don't know, ist das echt. Zum Glück bin ich kein Designer. Oder ich mache es anders, weil ich habe das vorhin bei so einem von Adidas gesehen. Der hat die hier so auseinandergeschnitten, so zack. Und hat dann quasi zum Beispiel die Front von dem Schuh dran gehabt und so die Ferse von dem Schuh oder so. Okay, das sieht scheiße aus, ich brauche was Neues. Ja, das funktioniert besser. So sieht das dann aus. Boah, perfekt. Ich should be a designer at Adidas. Boah, perfekt. Super schön, voll gut. Danke. Ja, müsste schon passen. So. Perfekt. Cool. Danke dir. Schön, gerne. Also wir haben das T-Shirt jetzt bedruckt. Vorderseite hier sieht eigentlich ganz nice aus. Und hinten sieht auch clean aus. Das Geile wäre gewesen, wenn die 5 so noch einen Ticken weiter nach unten gewesen wären, wäre Jacuzelle wäre perfekt gewesen. Oh. That's actually pretty sick. Do you still know the game Where's Ball Do? No. Oh. It's a game a lot of small kids play, and it's a guy with glasses and some striped hoodies and a striped hat, and it's always a picture like this one, and Waldo is anywhere in the picture and you have to find Waldo. In German it is called Wo ist Walter? Okay. So his name is Walter. Maybe I heard it. Maybe? Maybe. Yeah, but I know the drill of the game. Also ich habe vor ein paar Wochen mal eine Videoidee gehabt mit Wo ist Walter im Stadion zu spielen. Meine Freundin meinte, keiner kennt Wo ist Walter. Anscheinend kennt es wirklich keiner. Aber jetzt ist erstmal wieder zum Mittagessen und danach geht es dann, glaube ich, ziemlich zackig auf den Fußballplatz. Also heute gibt es mal Lachs, Kartoffeln, Reis, das ist Schwertfisch, der Salat und ein bisschen Antipasti. Sieht geil aus, wie immer. Ohne Scheiß das Essen hier. Ich will mich nicht dran gewöhnen, weil sonst, wenn ich wieder zu Hause bin und selber kochen muss, ihr wisst ja, dass es nicht so gut ausgeht. Ja, ich glaube, Leon ist noch in einem Meeting oder so, weil der wollte dann auch kurz vorbeischauen. Jetzt hätten wir kurz noch eine halbe Stunde Zeit, bisschen Puffer. Aber I don't know, ob der noch vorbeikommt. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Zimmer hoch. Der wird sich schon melden. Ja, ich zeig das nämlich, wie das geht. Weil du hast ja noch nie sowas gehabt, oder? Ja, nee, zeig mal, was du hier... Ich war zu langsam. Na, geht schon. Schau. Herzlich willkommen in meinem Zuhause. Ist das auch? Das ist echt Wahnsinn. Ah ja, schon stark. Wie lange bist du jetzt hier? Ja, nur bis Mittwoch, also offiziell, also ja, nur bis Mittwoch. Digga, die Dusche. Das ist schon stark. Ja, ich will was Dusche so geil. Das ist echt nice. Schuhe ausziehen oder was darf man in deinem Haus alles machen? Du darfst mit Schuhen anschauen, ich bin auch kurz so reingegangen. Oha, ah, geil. Dann war das Zeug so. Stark. Ja, das sind die... Das ist dieses Winter-Ding, ne? Ja. Das ist stark. Richtig gut. Ja, Mann, ey. Ich würde mich auch dauerhaft hier sehen, also. Ja, vor allem im Sommer ist es halt nochmal richtig schön. Das ist richtig geil. Also ich muss Leon jetzt rausschmeißen, weil ich muss mich jetzt ganz schnell umziehen und ich glaube in 5 Minuten unten sein. Also straff. Ach, ich glaube, ich bin gut eingepackt. Aber jetzt schnell ab. Weil ich schon spät dran bin. Schnell runter da. Hi guys. Hello. Ah, you got the red one. The red one. The tights. Looking fresh. Ah, perfekt. Ich habe nur kurz meine Hose noch gewechselt. Weil die ein bisschen enger ist unten als der andere Jogger. Alle weg. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Jetzt heizen. Ich fahre zwar mal mit dem Fahrrad vor. Aber ich glaube, die Jungs gehen da vorne. Also ich glaube, da fährt tatsächlich gerade keiner mit dem Fahrrad. Bin ich der Einzige. Selber schuld. Hi! Wer ist am Adidas Campus und fährt nicht mit dem Fahrrad? Da vorne gehen sie alle. I know you were cheating. Da sehe ich mich. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, aber da sehe ich mich wirklich die ganze Zeit einfach nur mit dem Fahrrad rumfahren.
ein Leben. Ich glaube, ein paar Leute haben den Campus letztes Mal nicht gesehen. Also hier drin ist, glaube ich, das Laces. Also, ja, das ist das Laces. Und da vorne ist quasi, glaube ich, so das Hauptgebäude, so das erste, das dort stand oder so. Und da ganz vorne ist die Cafeteria und da müssen wir hin. Ich parke hier vorne am Laces einfach mal und gehe dann die letzten paar Meter mit den Jungs. So, boah, da den Lachs mal abstellen. Und jetzt da zu den 3 Jungs vor. Gehen wir mal zu viert. Junge. Also ich habe tatsächlich keine Ahnung, was da herin jetzt gleich abgeht. Aber es sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Ziemlich nice. Ich muss hier das erstmal alles ausziehen, weil es gottlos heiß hier drin. Viel zu warm, viel zu warm. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera richtig sieht, aber die Schuhe leuchten einfach voll. Filme drin, Digga, das ist 3D oder was ist denn das? Ihr seht das ja gar nicht richtig, aber es ist wie so ein Hologramm davor in die Schuhe. We hope that you love it as much as we do. I think now you're going to get a chance to play test the boots and really give us our feedback. And much like our dialogue with the pro athlete, we'd love to hear back from you in the sessions later on. What do you think? Because we're already working on 25, we're already working on 26. And I think with that I'd like to say thank you very much. We look forward to hear your feedback and catch up with some of you later on. Es wird hier wahrscheinlich projiziert so oder so. Ich habe keine Ahnung, aber es sieht so geil aus. Ihr könnt das ist wie die da in der Luft schweben, also so ein Hologramm mit einem Bild, kennt ihr? Krass gemacht. Also jetzt geht's runter ins Stadion, glaube ich. Die neuen Predator mal ein bisschen ausprobieren, ein bisschen zocken damit. Ich glaube, die taugen. Oder was heißt, ich glaube, ich bin mir sicher, die taugen. Ich habe die in der Hand gehabt. Die sind so geil. Und das sage ich nicht nur, weil ich jetzt hier bin, sondern das sage ich wirklich, weil ich finde die wirklich geil. Ja, rauf da. Perfekt, 2 sind noch da. You have to take the bike. Let's head to the stadium. Crawling around. And we can go this way as well. I don't know. I'm sure, I know. Trust me. Yeah? Yeah, trust me. That's the highway. You have to go fast. There's no like levels in the bike. On your right, you have to slide it up and down. Oh, ja. Da ein bisschen. Geht schon. In der Zwischenzeit hat es zum Regnen angefangen. Ist echt minimal ekelhaft jetzt. Wir dürfen auch ins Stadion, also wir dürfen auf dem Rasen ins Stadion. Leon, als wir das letzte Mal hier waren, durften wir den Rasen nicht mal betreten. Oh, Kacke, jetzt geht's los. Die Größen geiern. I need 9.5. Ich hätte einen vollen Geier-Alarm gehen müssen. Ich habe mir zu viel Zeit gelassen, gibt einfach keine Schuhe in meiner Größe. Jetzt muss ich schauen, ob er noch welche an Land zieht. There you go. For you, my friend. Enjoy, yeah? Thank you. No worries. My size was gone. Yeah? Yeah. But then he was like... I saw the first one, I grabbed the first one on my side. It was perfect. So I fulfilled my luck for today. Yeah. Oh, wir haben die Dinger. Da. Sehen schon nice aus. Der Rasen ist so gut. Hilfe. Ihr versteht das gar nicht, wie gut das der Rasen ist. Wow. Ah, der Regen. So, warum muss es genau jetzt regnen? My name is Rafael, and together with my colleagues Jan, Nina, Omar, we have the pleasure for the next, 60 to 120 minutes to do a session with you guys. It's gonna be a pretty long session. Ich brauche jetzt erstmal einen Ball. And then what we do first, Die Bälle haben alle keine Luft. when I say nose, you go down with your nose. Okay, Coach. Nose, bottom, knees, soles, and jogging. Second Fast round, Nase gebrochen. Jetzt chest, bottom, nose, bottom, knees. Ich glaube, ich muss das Kamera dann weglegen, weil es mit dem Regen echt scheiße ist. Vor allem das alleine mal zu filmen, das funktioniert gar nicht.
It's a competition between us. Yeah. We're all working together. When everyone has run, they have to stop shooting. And how many goals they And get? then we change, and then you have the time to shoot. Also eine kleine Competition, wir müssen jetzt da durchdribbeln, in das Tor, dann zurück und wenn jeder gedribbelt ist, Stopp und in der Zwischenzeit können wir hier das Tor schießen und die, also wer am Ende mehr Tore hat oder so, gewinnt dann das Spiel oder so. Also ich habe keine Ahnung, wie viele Tore das die anderen Jungs bis jetzt haben, oder die anderen Jungs und Mädels. Aber wir waren sehr langsam, sehr, sehr langsam. Easy win für Pink. Aber so viel von den Bällen haben einfach nicht richtig Luft. Den müssen wir behalten. Das ist gefühlt der einzige, der aufgepumpt ist. How does it feel to lose the first match? It's a good, but the opponents has to know how to pass the ball through the cones and not to cheat. I did not cheat once. Huh? I saw many of these, not between the cones, and they're like goal. Yeah, power swerving position. Finally, you're on the right team. Yeah, you know, mine. Send me here. So when I say go, the first 3 players behind the blue cone, you go inside, I play a ball in. So you can score on each of the 4 goals by passing through the blue gate to your teammate. And the teammate has to score by first touch. I pass and you score first touch. Hey! There you go! And go! Let's go, Louis! Come! Jan! See! Behind you! See you later. Oh! Yes! Quality. Oh, good defending! Come in! Oh, I know! Come left! Good one, excellent job! Also zum Schluss haben wir alle gegen alle gespielt. War wild, war vogelwild. Ich helfe Jakub gerade noch ein bisschen, seinen Content zu filmen. Ich glaube, jetzt gehen wir noch ein bisschen aufs große Tor oder so. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Spiel machen, so ein kleines 6 gegen 6 oder so. I don't know. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir auf das Tor gehen, wo auch das Netz dran hängt. Das ist einfach der Klassiker. Zum Schießen stehen einfach doppelt so viele Leute an wie zum Vorlegen. Wir fahren jetzt wieder heim. Ich glaube, dass nur noch Duschen ist. Also, ja, ich gehe jetzt duschen. Aber danach nur noch Abendessen, wollte ich sagen. Und ich glaube, dass irgendwie Champions League Watch Party oder so auch wäre. Aber vielleicht zwirbel ich mir das einfach in meinem Zimmer rein. Auf entspannt, weil ich echt irgendwie jetzt K.O. bin. Also ich habe mich jetzt gerade schnell geduscht und als ich vorher in mein Zimmer reingekommen bin, warte, ich mach mal kurz Licht an. Als ich vorher ins Zimmer reingekommen bin, war da einfach auch noch so eine Box mit 30 Years of Predator. Und jetzt weißt du auch, was da drin ist. Es ist einfach ein Teller. Ist schon irgendwie geil. So, also ich schwöre, das Gold sieht ein bisschen aus wie so ein alter Teller von meiner Oma. Aber so mit Predators und so drauf. Ist schon geil vor allem. Sowas hat da keiner, hä? Also woher denn auch? Von daher, also das ist der Grund, warum es das eigentlich so geil macht. Aber jetzt muss ich mich schicken, weil ich habe gesagt, ich treffe mich mit Jakub um 3/4 noch schnell in die Lounge, bevor wir zum Essen gehen. Und jetzt ist es 48. Von daher, perfekt. Von daher jetzt schnell rüber. Jakub auch nicht da, aber dann zeige ich euch die trotzdem mal. Also hier kannst du ein bisschen Darts zocken logischerweise. Dann ja, hier hast du alles. Kannst du entweder auf Xbox FIFA zocken oder du kannst auf Playstation FIFA zocken. Also hast du halt nicht alles hier. Kaffeemaschine und so weiter und so fort. Also ich könnte euch jeden Raum zeigen und jeder Raum sieht geisteskrank geil aus. Also weiß auch nicht, was ich sagen soll. Verstehe. Ich glaube Jakub chillt, glaube ich, da hinten in der Lounge. Ich hätte gedacht, er meint wirklich die da hinten, wo wir schon mal gequatscht haben, dass wir da rein wollen, aber zu war. Dabei chillt er da. Das sieht dann auch alles so geil aus. So. Hilfe! Ich glaube wahrscheinlich auf dem Fernseher spielt auch Champions League Watch Party, also steht so im Programm. Aber ich sage euch ehrlich, ich werde mir das in meiner kleinen Hütte da oben wahrscheinlich einfach in Ruhe reinzwiebeln, weil ich dann echt froh bin. Wenn ein bisschen Ruhe ist. So. Bevor es jetzt offiziell losgeht, zeige ich euch schon mal, was da alles gibt. Tacos und so, Brot, ja dann hier Salat und so, das wisst ihr ja mittlerweile.
Dann die ganzen Toppings zum Salat, trockene Früchte, Käse. Und hier nochmal das ganze Früchtebuffet. Ein Buffet. Wahrscheinlich Buffet, oder? Ja, und hier geht's noch weiter. Würstel, ein bisschen Fleisch. Und dann kommen hier noch 2 Sachen. Sieht wieder sehr, sehr lecker aus. Sehr, sehr geil. Ein Bollecker gibt's. Und ein Glije. So please, yeah, it's a quite nice boss to come to. I enjoyed it. Thanks very much. Wieder so ein Festmahl einfach. It's Tuesday today, so it's Taco Tuesday. Es ist mittlerweile schon ein bisschen später. Es ist nämlich 22 Uhr. Wir haben uns jetzt nach dem Essen noch die erste Halbzeit Bayern angeschaut. Boah, es regnet einfach. Erste Halbzeit Bayern angeschaut und ich bin K.O., Digga. Ich muss jetzt ins Bett. Hier könntest du auch einfach Fußball schauen. Das ist schon sehr geil. Aber dann, gute Nacht. Wir sehen uns morgen zum Frühstück. Boah, sorry. Morgen, moin, hi, servus, grüß dich. Wir gehen jetzt frühstücken. Hello. Morning. Put the pressure on it. Bisschen Ingwer da auch noch reinballern. Hello man, do you have my card? So, there's the card. Successful mission. So let's meet up in halftime after your meeting. Yes sir. Bye bye. Ich muss hier mal aufmachen. Ja, jetzt haben wir eigentlich Zeit bis um 10 Uhr. Also dann ist Checkout, also halbe Stunde jetzt Koffer packen und so. Und dann geht's rüber zur Halftime, also so eine große Cafeteria, das ist dann wahrscheinlich nochmal so eine Präsentation vom neuen Predator. Und dann gibt es auch noch einen Special Guest. Ich habe ja da schon so eine Vermutung. Ich tippe ja, dass Jude Bellingham kommt. Also war ja meine Vermutung schon vor dem Event so, weil der absolut das Gesicht von Predator ist und so übelst gehypt. Eigentlich der gehypt ist Fußball im Moment, meiner Meinung nach. Oder ist so. I try to focus my attention. Ja. Kannst du beim Gepäck helfen oder bist du nicht sicher? Achso, ja, ich brauche noch kurz. Ja, easy. I try to focus my attention, but I feel so ADD. I need some help, some inspiration, but it's not coming easily. Trying to find the magic, trying to write a classic. Don't you know, waste bins full of paper, clever rhymes, see you later. These words are my own. From my heart flow. I love you, I love you, I love you, I love you. Digga, ich liebe die Unterkunft einfach. Aber alles zusammengeräumt. Koffer sind gepackt. Wir müssen es packen, leider. Ich habe sowieso keine Ahnung, wie ich das alles machen soll. Ich habe die Tasche in der Hand. Und den Koffer muss ich auch noch irgendwie tragen und die Kamera auch halten. Ich packe jetzt mal weg. Wir sehen uns draußen. Also wir haben das ganze Gepäck hinten gelassen und wir waren jetzt gerade vor zur Halftime-Cafeteria, also wo wir gestern schon drin waren. Wie gesagt, zu der einen Predator-Präsentation, perfekt. Predator-Präsentation, so, hoffe ich treffe mich. Also, Jude Bellingham. Ich wollte keinen Zug nachmachen oder so. Ich sag ehrlich, war schon weiter weg. Also ich hätte das Fahrrad genommen, aber irgendwie hat keiner das Fahrrad genommen und dann dachte ich mir, ich kann das auch nicht vorradeln, so. Wäre auch blöd. Hat sowieso hier warten müssen, oder ich dachte mir, vielleicht wollen die das nicht, weil wir so viele Leute sind. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, als ich hier war. Ich fühle mich hier einfach wie im College. Es sieht einfach alles aus wie in Amerika. Also, ich war noch nie in Amerika, aber in den Filmen sieht es zumindest so aus. Yeah, look. Gonna study that. Schauen wir mal, ob der Bruder gleich kommt oder nicht. Das Hologramm ist schon so trippy. Today's all about goals, not like yours yesterday, with all respect. I'm talking about some of the most beautiful ones in the game, scored by some of the greatest of all times. We'll show you goals in a way you can't ever forget, I promise you.
a literally impossible lineup of past, present, and of course of the future. Predator legends like you've never seen them before. Welcome to the Golden Boy and the new players. Now, well, you haven't been having problems with scoring goals recently. We all saw that, and of course you will keep going on like that. So you might have only excellent feedback on the boot, right? Yeah, so far so good. I don't know what they're putting on, but it seems to be working. So yeah, you know, the team here are brilliant. They're always finding new ways of kind of pushing the boundaries of the technology in the boots, and I think they're always trying to focus on how they can make the players comfortable, which is the most important thing. And yeah, they do a great job, and I always feel so comfortable in the boots. 19 games, 16 goals. That speaks for itself, of course. Is it your feet or is it the boots? I think at the minute it's the boots. You know, I've not been scoring at that rate for the last few seasons. So yeah, they must have, like I said, must have put something in there. But yeah, you feel more confident when you think you look good and you kind of look good, feel good. You go out onto the pitch and you feel confident in what you're wearing. So yeah, for me it's just a privilege to be wearing these boots. How important is it really for a player to have the perfect boots? I think it's really important, you know, from a physical point of view. You want to feel like your feet are comfortable in the boot because obviously that's how you perform. They're your tools, you know. But like I said, there's also a mental part of it as well, where you want to feel like you're looking good and you're kind of moving well on the pitch. So yeah, I get a good combination of that from the new Predators, and yeah, long may it continue. We're also interested to know what your earliest and best memory of this boot is. Wow, I think the earliest, obviously, like I've said, I've just about missed some of the most iconic moments, so I'm gutted about that. But I think my earliest memories are kind of getting on YouTube and watching the goals back, and you know, for me, probably the Zidane volley. I remember seeing Beckham score a lot of clutch goals in the Predators, so I think those are my best memories of seeing those great players in the boots. When you were kind of 2 years old or something? Yeah, 1 or 2, yeah. So I've heard you're such a Zidane fan. What makes you such a big fan of him? I think I'd give it away, to be fair. I've copied nearly everything he's done so far, so, but nah, yeah, obviously one of the best midfielders to ever play. Obviously a little bit before my time, but obviously I've been on YouTube and had the pleasure of meeting him a few times, so yeah, someone that I admire a lot, and yeah, hopefully you can follow in the footsteps of his number and his great boots. Out of all the famous Predator goals, you've talked about some of them recently. Beckham's free kick against Greece, Zidane's goal, volley goal against Leverkusen, etc. Which goal you wish you would have scored? To be fair, I think I'd probably go with the volley again, you know. Or is it just your goals? I can't say mine, can I? A lot of them are tap-ins this year as well, so no, probably go with the Zidane one, just because of the significance of it. You know, as an Englishman, you kind of appreciate the goals at the World Cup and the qualifiers from Beckham, but yeah, I think you can't really get bigger than Champions League final. We've seen you against Cadiz celebrating in a special way with the tongue out. Why? Yeah, it was just a little hint to what was coming, really. I think for me, I'm always kind of in tune with the guys here, and I'm like a puppet for them, really. If they want me to do a celebration, I'll do it. And yeah, they asked me if I would do it, and I just told them I'll try and score first, and glad I did. And then, you know, we were always in touch and kind of associated with these things to try and help the boot as big as possible. And of course, we gotta say still congratulations, because you won the Golden Boy Award recently. So a big applause for the best. Maschine! Is it something that you specifically were working towards, or have you ever dreamed of it but thought, like, I don't know when I will be there? I think it's something that kind of comes naturally when the list gets released. You look at the names, and you know, in the last couple of years I've come second and second twice, so you do take it a little bit personally, you know, when you don't win. So for me it's about kind of trying to, like I said, just trying to keep pushing for more, and
yeah, second wasn't good enough, so I tried to go for first. Or you were just better? Yeah, better, a little bit. I think it's a better answer. So, Jude, thank you very much for joining us. It's been a real pleasure to talk to you. Before we let you go, we would like to take a picture. And your famous celebration after a goal, what is it? So I would like to turn you, and this is your crowd, and we're gonna take a picture of Jude Bellingham celebrating his moment at the World of Predator. Ich habe gedacht, wir machen jetzt alle die Jude Bellingham Celebration. Aber dachte ich kann jetzt nicht der Einzige sein, der das macht, weil alle die das Handy und Fotos heraushaben und so, und dann, wenn ich einmal so mache, versperrst du gleich die ganze Sicht. Und ich dachte, fuck off, ich kann es nicht machen, aber ich hätte einfach durchziehen sollen, einfach durchziehen. Ich habe gerade noch mal ein bisschen mit Roman gequatscht, also der für mich das Ganze möglich gemacht hat, also an der Stelle. Danke dir, weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Genau, Digga, wie geil sehen die Hologramme eigentlich aus. Und für einen kurzen Moment, für einen ganz kurzen Moment, dachte ich einfach wirklich, dass da jetzt Zidane kommt, dass der KK kommt, Del Piero kommt. Ich dachte einfach, die kommen alle. Scheißegal, Jude Bellingham, Digga, wie geil ist das? Und wie gut macht es der Kerl eigentlich, wie professionell und so. Krass, ohne Scheiß. Ja, ich werde jetzt so ein Bike nehmen. Ah, die Jungs gehen davor. Vielleicht gehe ich auch, weil die Jungs auch gehen. Werd vor, dann ist nur noch Lunch und dann werde ich heimfahren. Ja, so ist der Plan zumindest. Vielleicht hat Leon noch mal kurz Zeit, vielleicht noch mal kurz auf den Kaffee oder so. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Nochmal vielen Dank, also wirklich vielen Dank. Kann ich nicht oft genug sagen an Adidas, die Einladung an mich rausgeschickt haben. Wie gesagt, wenn ich so die Gesichter sehe, weiß ich auch nicht, wie ich da reingerutscht bin. Aber weiß ich sehr zu schätzen und war ein sehr geiles Erlebnis. Planänderung, bevor ich das Video beende, muss ich noch einen Korb werfen. Fuck off, Digga. Ich muss einen machen, es regnet voll. Over and out vom Adidas Campus. Swish! First try! Ja, nicht ganz, ich bin ehrlich. Aber dafür, jetzt passt auf. Jetzt passt auf. Perfekt. Ich habe gerade Videomaterial gecheckt und gesehen, dass es gar nicht drauf ist. Das heißt, wir müssen nochmal werfen. Over and out vom Adidas Campus. Ja. How many takes? Fuck! I think 10 or 11. A few shots ago I hit one, like swish. And I stand exactly in front of the camera. Die Jungs schauen schon zu. Aber der ist es jetzt. Versuch, keine Ahnung wie viel. Over and out vom Adidas Campus. You have to cheer for me, guys. That's over and out vom Adidas Campus. That's for you guys. I'm sorry. Tag 4, Versuch 886, over and out vom Adidas Campus. Swish!